Hallo und herzlich willkommen, Merhaba. Ich bin die Aslı, komme aus der Türkei und wie einige von euch schon wissen, ich absolviere meinen Master in Rechtswissenschaft mit Schwerpunkt Migrationsrecht. Im Rahmen meines Studiums beschäftige ich mich mit dem Aufenthaltsgesetz in Deutschland und darum wollte ich euch heute erklären, wie Paragraph 16b Aufenthaltsgesetz in Deutschland geregelt ist und die sogenannte Aufenthaltserlaubnis zum Zweck des Studiums. Also, ich werde mal klären, wie eigentlich die Voraussetzungen in Deutschland sind und worauf man unbedingt achten sollte und wie läuft eigentlich das Verfahren ab. Ich versuche also alles Schritt für Schritt zu erklären und zwar so einfach wie möglich. So, dann beginnen wir mal. Los geht's! Was ist also Paragraph 16b Aufenthaltsgesetz? Dieser Artikel regelt in Deutschland den Aufenthalt aus Studiengründen. Wenn man in Deutschland studieren möchte, benötigt man in der Regel ein Studienvisum oder nach der Einreise eine Aufenthaltserlaubnis nach Paragraph 16b Aufenthaltsgesetz. Diese Norm legt also die Bedingungen fest, unter denen die ausländischen Studierende in Deutschland leben, studieren und arbeiten dürfen. Und um so ein Visum also zu erhalten, muss man natürlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Was sind die Voraussetzungen für ein Studentenvisum? Die wichtigste Voraussetzung ist eine Zulassung an einer staatlichen Hochschule oder einer vergleichbaren Einrichtung. Danach müssen die allgemeinen Voraussetzungen nach § 5 Aufenthaltsgesetz erfüllt sein, und zwar der gesicherte Lebensunterhalt, klare Identität, kein Ausweisungsgrund und ein gültiger Pass. Also Lebensunterhaltungssicherung ist eigentlich die wichtigste. Nach § 2 Absatz 3 gilt der Lebensunterhalt als gesichert, wenn man eine Krankenversicherung und genug Geld hat, um keine soziale Leistung in Deutschland zu brauchen. Studierende müssen also unbedingt den BAföG-Satz pro Monat nachweisen, und zwar mit dem Sperrkonto zum Beispiel etwa 12.000 Euro pro Jahr, also für dieses Jahr war das so. Also das ändert sich nämlich jedes Jahr. Alternativen können eine Verpflichtungserklärung, also ein Sponsor, ein Stipendium oder ein offizieller Finanzierungsnachweis der Eltern sein. Jetzt kommt ein weiterer wichtiger Punkt, und zwar der Sprachnachweis. Je nach Studiengang können von der Ausländerbehörde oder von Konsulat Deutsch-, Englischkenntnisse erlangt werden. Aber der Sprachnachweis ist für Ausländerbehörde nur nötig, wenn die Uni deine Sprachkenntnisse noch nicht geprüft hat und du sie auch in einem Vorbereitungskurs nicht erwerben wirst. Also in beiden Fällen brauchst du eigentlich keinen zusätzlichen Nachweis für deine Sprachkenntnisse. Mit dem Visum könnt ihr natürlich nach Deutschland einreisen. Und nach der Einreise müsst ihr unbedingt bei der Ausländerbehörde melden und die Aufenthaltserlaubnis nach 16, also Paragraph 16b Aufenthaltsgesetz beantragen. Und diese kann also in der Regel für 1 oder 2 Jahre erteilt werden. Und natürlich, solange ihr erfolgreich studiert und die Voraussetzungen erfüllt, kann dieses Visum verlängert werden. So, wir sind am Ende des Videos. Endlich! Ich hoffe, das Video ein bisschen geholfen hat, um Paragraph 16b Aufenthaltsgesetz zu verstehen. Natürlich konnte ich ja nicht alles erklären, aber wenn ihr Fragen habt, also könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und ich muss ja auch betonen,
dass dieses Video keine individuelle Rechtsberatung ersetzt. Jede Situation kann unterschiedlich sein und je nach Behörde, ja, oder je nach der persönlichen Situation können diese Voraussetzungen variieren. Deshalb sollt ihr unbedingt selbst alle Voraussetzungen checken und vielleicht mit einem Anwalt sprechen, also wenn ihr braucht. So, dann Dankeschön für das Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!